Ich habe euch versprochen, im zweiten Teil ausführlicher über das sechste Kriterium, Unterscheidungskriterium, die Regula Sanctitatis zu sprechen und auch noch die weiteren Kriterien zu besprechen. Also das Kriterium der Heiligkeit. Das ganze Erscheinungsbild der Erscheinungen muss im Einklang mit der Heiligkeit und Majestät Gottes sein. Deswegen werden von Gott meistens kleine Kinder oder besonders heiligmäßig lebende, oft ungebildete, einfache, geradlinige Personen gewählt. Natürlich greift Gott manchmal auch auf übernatürliche Weise in das Leben besonderer Sünder, aber vor allem um sie zu bekehren. Er wählt sie nicht, um seine besondere Botschaft an seine ganze Kirche zu richten. Auch die Umstände der Erscheinung sind zu untersuchen. Gott wählt nicht für sein Eingreifen eine sündhafte Situation, wie heimliches Rauchen oder Äpfelklauen. Gott handelt auch planmäßig und täuscht nicht. In Fatima sagt die Mutter Gottes zu den Kindern, sie sollen jeden Monat bis Oktober an diese Stelle kommen, und in Oktober wird auch das große Wunder geschehen, und sie hält sich daran. Wenn dagegen die erscheinende Person Sachen sagt wie „Ich werde kommen, so oft ihr wollt", oder zuerst von 3 Erscheinungen spricht, aus denen dann 40.000 werden, widerspricht das eindeutig der göttlichen Majestät und Seriosität. Auch die Erscheinung der Person und ihr Verhalten müssen Würde ausstrahlen. Hier kann ich nur unzählige Gegenbeispiele nennen, wie ein Kleid, das sich wie Stahl anfühlt und sich grau verfärbt bei Berührung, angebliche Mutter Gottes, die das Jesuskind fallen lässt oder auf ihr Mantel treten lässt, die Seher erschreckt, indem sie plötzlich die Gestalt Satans annimmt oder mit den Sehern Verstecken spielt. Das, was die Person sagt, bezieht sich bei echten Offenbarungen auf das ewige Heil. Es ist weder banal noch nährt primitive Neugier. Die Mutter Gottes kommt nicht vom Himmel, um über Fußballspielergebnisse zu plaudern. Sie wiederholt auch nicht unzählige Male und in epischer Länge banale Sachen wie Gott liebt euch, also seid brav. Sie lobt auch nicht die Heiligmäßigkeit eines Priesters, der ein paar Jahre später wegen einer Affäre mit einer Ordensschwester aus dem Klerikerstand entfernt wird. Sie verlangt auch nicht, dass man ein blutiges Taschentuch in den Fluss wirft, weil sonst eine Katastrophe passiert. Überhaupt enthalten echte Erscheinungen vom Himmel keine derartige Drohungen, dass jeder, der den Seher nicht glaubt, dafür schwer bestraft wird und ein Ungläubiger ist, der nicht gerettet werden kann. Alleine das widerspricht schon der Lehre der Kirche über Privatoffenbarungen. 7. Kriterium, wahrscheinlich jetzt kommen wir zu den bekanntesten, die aber wie gesagt erst an dieser Stelle kommen. Zum 7. sind die Früchte in den Seelen der angeblichen Seher. Und es reicht hier nicht, einige sichtbare Anzeichen von Frömmigkeit zu entdecken, sondern es muss ein echtes Wachstum in theologischen Tugenden sein und überprüft werden. Echte Seher, die von Gott gewählt wurden, machen schnelle Fortschritte auf dem Weg zur Heiligkeit und bleiben dabei demütig und ehrfürchtig. Sie hinterfragen sich selbst, ob sie vielleicht sich täuschen können und überlassen daher der Kirche den Urteil über die Phänomene. Sie sind dabei vollkommen ehrlich und Worten und Benehmen. Sie zeichnen sich durch großen Eifer für den Seelenheil und scheuen keine Mühe, lassen keine Gelegenheit verstreichen, um für die Rettung der Seelen Opfer zu bringen. Gleichzeitig hinterlässt eine echte private Offenbarung in den Seelen so tiefen Eindruck, dass sie wie der heilige Paulus von dem Wunsch getragen werden, möglichst bald diese Realität in der Ewigkeit beiwohnen zu dürfen. Sie lassen es sich nicht in dieser Welt gut gehen und sich feiern, sie ziehen sich eher zurück. Dieser Wachstum an Heiligkeit betrifft nicht nur die angeblichen Seher selbst, sondern auch zum Beispiel ihre Betreuer und alle, die sich für diese Sache engagieren. Genau das 8. Kriterium, Früchte in den Seelen der Gläubigen, der Pilger.
Erstens ist das, wie schon gesagt, nicht das einzige Kriterium und auch nicht das wichtigste. Zweitens, auch hier darf man sich nicht allzu leicht täuschen lassen. Wie werden sie nämlich verifiziert? Wie verifiziert man echte Bekehrungen? Unter anderem, indem man schaut, ob solche Anhänger der einen oder anderen Privatoffenbarungen in Treue zum Glauben der Kirche wachsen. Oder vielleicht auf der anderen Seite nur noch die angeblichen Botschaften verbreiten. Was lehren später die Priester, die behaupten, an einem Erscheinungsort ihre Berufung gefunden zu haben? Verbreiten sie die Lehre der Kirche oder die dogmatischen Fehler aus diesen Privatoffenbarungen? Was ist mit exzessiven Fastenpraktiken? Viele Menschen berichten zum Beispiel, dass sie bei dem Versuch, zweimal wöchentlich mit nur Brot und Wasser zu fasten, nicht imstande sind, ihren Standespflichten nachzukommen. Also solcher Aufruf zum solchen Fasten kann nicht von Gott kommen. Aber auch echte Bekehrungen sind noch nicht ausreichender Beweis für die Echtheit der Erscheinungen. Bei allen falschen Offenbarungen gab es immer ganze Mengen an Menschen, die dort gebetet haben, gebeichtet haben und das über viele Jahre hinweg. Kann der Widersacher denn solche guten Früchte zulassen? Natürlich, ohne sie hätte er nämlich keine Chance, jemandem zu täuschen. Und er ist ein Meister der Täuschung. Die großen Mystiker lehren uns, Satan lässt bei manchen Menschen zu, dass sie sehr viel Gutes tun. Dadurch kann er nämlich unzählige Menschen täuschen, indem er seine Botschaften, seine Ziele mit solchen guten Taten glaubwürdig macht. Das neunte Kriterium, Früchte für die Kirche. Der wahre Urheber einer Offenbarung ist immer derjenige, der am Ende davon profitiert. Und es ist sicher nicht Gott, dessen Ziel es ist, einen Bruch in der Kirche herbeizuführen, dass sich Priester gegen Bischöfe auflehnen, ein Kardinal gegen den anderen, dass die Lehre der Kirche verwässert wird, dass Subjektivismus und Modernismus Vorschub geleistet wird. Und 10. Kriterium, beziehungsweise ein Denkanstoß, der Widersacher ist Gottes Affe, sagt man. Er imitiert und versucht echtem Wirken Gottes Konkurrenz zu machen. Es ist charakteristisch, dass nach jeder anerkannten Erscheinung, wie in Lourdes, Fatima, Rue de Berg, sich plötzlich Trittbrettfahrer vermehrt haben, die in Wirklichkeit einfach die Aufmerksamkeit der Gläubigen von der echten Botschaft Gottes wegziehen sollten. Um das alles zusammenzufassen, nochmals wie gesagt, es reicht, dass eine angebliche Privatoffenbarung durch eine einzige dieser Prüfungen durchfällt, um feststellen zu können, dass es nicht von Gott kommt. Die meisten falschen Offenbarungen fahren gleich bei mehreren durch. Ich habe jetzt hier bei den Punkten einige Beispiele, einige konkrete Tatsachen einfließen lassen aus derzeit sehr berühmten Privatoffenbarungen. Ich denke, wer sich mit den Sachen auseinandersetzt, weiß sozusagen, von welchen Offenbarungen die Fakten stammen. Wenn nicht, sollte vielleicht unter diesen Aspekten danach ein bisschen googeln. Es ist wichtig, diese objektiven Kriterien zu kennen und sich nicht auf das eigene Gefühl zu verlassen. Wie gesagt, es ist die Zuständigkeit des Ortsbischofs, über sowas Urteil zu fällen, aber trotzdem dürfen wir sozusagen auch sich selbst Gedanken machen, damit wir auch verstehen können und nicht nur sozusagen, es geht hier nicht um blinde Gehorsam in der Kirche, sondern dass wir auch verstehen, welche Kriterien in solchem kanonischen Prozess angewendet werden, um zum bestimmten Urteil der Bischofs zu kommen. Wie Jesus im Evangelium sagt, die echten Verehrer Gottes verehren ihn in Wahrheit und im Geiste. Deswegen ist die Wahrheitssuche für den Christen das Wesentliche, das Grundsätzliche. Der Versuch, die eigenen Gedanken, die eigenen Empfindungen zu objektivieren anhand von objektiven Fakten. Gefühle können nämlich am ehesten täuschen.
Aber darüber sollte man eine separate ganze Folge machen. Diese alte Weisheit ist nämlich in heutigen postmodernistischen Zeit nicht nur sehr vielen Gläubigen, sondern auch unzähligen Hirten abhanden gekommen.